Boah, Halleluja. 8 Meter Currywurst, wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, was machst du denn hier? Leute, es ist mal wieder soweit. Wir sind bei einer neuen Folge und unserem Format Beat Big M angekommen. Folge 2 und deswegen habe ich den lieben Niklas hier, der glückliche Gewinner ist. Glücklich, werden wir vielleicht mal sehen, aber auf jeden Fall im Livestream gewonnen hat und heute gegen mich antreten darf. Preispool 100 € in Bargeld, 100 € Grillgotts-Gutschein. Und ich habe dich dazu herausgefordert, beziehungsweise du mich, zu einer 4 Meter XXL Currywurst Challenge bei keinem geringeren als Redo XXL. Ja, ich freue mich. Ich habe sehr viel Lust. Ich glaube, ich kann das Ganze mit nach Hause holen und gewinnen. Mal gucken, wie das Ganze verläuft. Bist du optimistisch? Ich bin optimistisch, ja. Ich habe schon Lust auf jeden Fall. Bin gut vorbereitet. Also erstmal sage ich Glückwunsch sowieso, weil du bist, ich sag mal, der erste Kandidat, der heute wirklich gegen mich antreten darf aus der Community raus. Vorher haben wir das mit der Wildschwein-Challenge gemacht, ne, wo wir das mit Grillgotts zusammen gemacht haben. Daher der Preispool schon mal mit 100 € und 100 € Gutschein, was du gewinnen kannst. Ja. Solltest du verlieren, ne, wird der Preispool aufgestockt, bis irgendwann mal vielleicht durch ein Handicap oder einer wirklich es schafft, mich zu schlagen. Ich habe ja hier schon mal die zweifache Kaiserplatte gegessen, ne, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war eines der legendärsten Challenges, die wir hier gemacht haben, die, ich sag mal, gut oder schlecht ausgegangen ist, je nachdem, wie man es nimmt. Ich sag, ich kann nur jetzt lebenslang kostenlos hier bei Redo essen. Und da hat er gesagt, er macht uns heute jeder, nicht nur zusammen, sondern jeder 4 Meter Currywurst. Großes Ding. Ich habe noch gar keine Vorstellung, wie groß das Ganze ist. Ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Currywurst-Fan? Ich liebe Currywurst. Ernsthaft? Ja, wirklich. Also Currywurst ist wirklich, ich kann ich jeden Tag essen. Woher kommst du? Ich komme aus Hilden. Bei Ernsthaft? Ja, genau. Oh, es ist in Düsseldorf. Ja, Ah, geil. Ah, das ist ja mega geil. Heimspiel hier. Was man auch dazu sagen muss, im Livestream hat tatsächlich deine Mutter gewonnen, weil die ist tatsächlich diejenige, die im Livestream mich mal das Ganze verfolgt. Ja. Und sie hat aber gesagt, ne, Niklas, pass auf, willst du nicht gegen Big M, gegen Sebastian antreten? Ja, und da hast also du gesagt, hör mal, ich eine Currywurst, 4 Meter, warum nicht, ne? Für meine Mutter und für dich, gegen dich. Mal gucken, was es wird. Ja. Ich bin sehr gespannt. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal reingehen zu Redo, schauen, ob er uns schon erwartet und was der nachher für uns parat hat, ne? Machen wir. Let's go. Super. Ihr seht's, wir sind bei Himself XXL. René, ich danke erstmal wieder, dass ich hier sein darf. Mr. Big M hat mich wieder hier auf den Sonntag beehrt. Wie geil ist das denn? Und wir machen jetzt eine geile Challenge. Ja? Wir hatten ja gerade vor kurzem Batista da, der ja mal so 2 Meter Currywurst sich so reingepfiffen hat. Ist das der Rekord aktuell? Das ist jetzt im Moment der wirkliche Rekord, weißt du, also 2 Meter, weißt du, und du hast mich jetzt angesprochen und gesagt, also das machen wir jetzt normal. 8 Meter Currywurst, wie geil ist das denn? 8 Meter, Yeah. 8 Meter Weißt du, Currywurst. Ich bin total gespannt, also ich halte euch auf dem Laufenden, wie geht's denn hier weiter? GIG, Gastro ist geil. Also, lass uns, ich würde sagen, dann Lass machst uns du alles loslegen. fertig. Wir schauen uns das jetzt mal Ganze an. Currywurst. Ich sag dir jetzt ehrlich, du isst die einzig wahre Currywurst. Ja, dann mein Berliner Currywurst, was denn der? Berliner Currywurst Was, muss Rainer? Rind und Schwein sein. Guck mal, Also. jetzt kommt mein Anwalt. Weißt du, wie geil ist das denn? Dann würde ich sagen, bevor der Anwalt kommt und uns noch hier rausschickt, würde ich sagen, René, 8 Meter Currywurst machen wir fertig, let's go, ne? Niklas, let's hast du go, Bock? let's go. Ich habe richtig Los, Bock. geht's. GIG, Es geht los. Boah, ist das riesig. Halleluja. Was ist das denn? Halleluja. Was hast du veranstaltet hier? Riesig. 8 Meter Currywurst, wie geil ist das denn? Wir haben gesagt, wir nehmen 60 Minuten und schauen, 60 wer nach 60 Minuten am meisten geschafft hat. Krass, das ne? riecht Es richtig riecht lecker. So geil, ne? Ja. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich hab's auch noch, also es sieht wirklich, es sieht wahnsinnig aus. Was ich jetzt schon feier, ich habe ein bisschen mehr Currypulver als du. Ja, ich habe schon gesehen. Ne? du brauchst ein bisschen schärfer. Auch hier. Ein bisschen die Schärfe da rein da. Ja? René hat gesagt, für den Preispool hier bei der Serie legt er einen 200 € Gutschein da oben drauf. Ja, genau. Ja, das ist ich hoffe, dass ich gewinne. 400. Achso, mit Weil 200 sind aktuell drin. Das ist mir auch scheiße, dann machen wir 500. 500 ist immer eine gute Zahl. Geil. Dann machen wir 300. 300 Redos, tatsächlich. Alles im Überfluss. Geil. Die Challenge ist nur, ne, die Currywurst, alles andere ist Beilage, aber ich sag mal, auf dem Kanal zählt eins, das ist Genussgeschmack, viel Unterhaltung. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's, Niklas, in die legendäre zweite Folge Beat Big M und damit 8 Meter Currywurst. 500 € stehen auf dem Spiel für dich, die du gewinnen kannst. Ja. Viel Spaß, let's go. Das mal hier probieren. Das ist so riesig, ne? Und wer nach einer Stunde mehr geschafft hat an Currywurst, der nimmt den Preispool heute mit nach Hause.
Lass es dir schmecken. Sei ehrlich. Currywurst. Sei ehrlich geil. Sehr lecker. Boah. Ich brauche mal hier mit Pulver. Boah, ist das. Was ich ja gerade erst erfahren habe von deiner Mom, du bist auch das erste Mal in Berlin? Nee, ich nicht. Du nicht? Ich habe ja mal Okay. ein bisschen gewohnt und gearbeitet sogar für 2-3 Monate. Ah, das heißt, du hast schon mal Berliner Currywurst auch gegessen? Ist schon mal teilweise noch mal ganz anders. Aber man muss auch aufpassen. Nur weil Berliner Currywurst draufsteht, heißt es nicht direkt, dass es eine super Currywurst ist. Ne? Also das ist, da gibt es dann schon auch Unterschiede von der Qualität, würde ich mal sagen. Boah, Leute, schaut mal hier. Einfach die komplette hier Currysoße oben drüber, ne, was wir hier alles haben. Also, Das ist auch so dick. es ist krass. Ne? Es ist riesig. Ja, verrückt, ey. Aber geil. Was man sagen muss, nicht scharf. Ne? Finde ich jetzt nicht. Kannst du eigentlich sonst scharf essen? Ja. Scharf kann ich. Deswegen habe ich mich da schon drauf eingestellt. Aber ich sage ehrlich, ich bin gerade froh, dass es nicht so scharf ist, weil dann wird es nochmal ein bisschen anstrengender. Ich merke nicht nur die Curry, also es ist jetzt nicht nur krass die Wurst, sondern da sind ja gefühlt noch 2 Liter Soße oben drüber. Ne? Ja, es ist super. Es ist so viel Soße. Aber weißt du was? Ich probiere jetzt mal die Dips. Ich will jetzt mal hier wissen, wie auch hier so die Dips schmecken. Ich würde auch probieren. Bist du Veggies oder Pommes-Fan? Ich mag beides tatsächlich, aber eher tatsächlich Pommes. Was Ich haben glaube, wir denn hier? das war mit Kapern. Was hast du dazu? Boah, Finde ich geht so. ich finde die lecker. Gehen wir mal hier rein. Das ist schon eher meins, sag ich dir Real Talk. Mit so einem Sour Cream Fan. Sour Cream. Was haben wir da? So süß-sauer? Und da ist die sauer. Da muss ich da jetzt direkt mit Chinesen bei mir im Kontakt. Weißt du, was bei mir immer süß-sauer im Kopf ist? Was? McDonald's wegen früher Chicken McNuggets, Ja. die süß-sauer-Soße. Süß-Sauer-Soße, Chicken McNuggets. Die war das mal ist- Standard und Ja. ich habe aber nachher immer die Mayo genommen, weil nachher gehen sie mir auf den Sack. Boah, was ich empfehlen kann, Mayo und es gibt so eine Chili-Soße und dann machst du in die Chili-Soße rein, dann mit Mayo bei Mc's. Ist gut. Die ist geil. So. Oh, das ist so eine Rahmensoße. Ja, Ne? die ist geil. Also die feiere ich. Und Boah. jetzt die letzte. Boah, wenn du scharf magst, ist die auch deins. Sag ich dir jetzt schon. Boah, lecker. Welches ist dein Favorite? Boah, ich glaube sogar die hier. Ja, die haben Ja, die war find ich- wirklich ja. geil, ne? Ich bin- Ich muss sagen, ich werde gleich hier und da ein bisschen snacken. Ich glaube, ich werde auch dreckig werden, wie ich oft sage. Ich werde mal eine Currywurst gleich einfach da reindippen. Boah, ne? Auch wenn es sich nicht gehört, aber ich werde einfach ein bisschen dreckig werden. Dann wird's Mein radikal. Lieber. So. Mal schauen, wie lange wir schaffen, ne? Ja. So richtig, legen wir mal los jetzt. Und Ist er. schau, das ist so, der erste Currywurst ist ja schon fast weg hier bei ihm. Die Leute fragen auch schon, wo wir sind. Wir sind ja, glaube ich, in Wir Potsdam. sind im Redo XXL Potsdam, da müsst ihr auch mal hin. Aber was ich so beeindruckend finde, also er liegt auf jeden Fall jetzt schon mal mit ein paar Er liegt 100 vorne. Gramm vorne. Ja, ja. Weißt du? Also du hast ja eine andere Strategie, weißt du ziehst ja nach hinten richtig raus. Ja, der macht das Weißt du? langsam, ne? Ich mach das mit mehr Genuss. Ich mach das so als Feinschmecker. Feinschmecker. So, ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich durchhalte. Aber Ich weißt du, hoffe was er natürlich. macht? Er macht Trick 77. Du siehst das. Er macht mehr Soße ab. Nimmt mehr von der Wurst. Ne? So viel Soße, ne? Siehst du? Er macht so die Fake-Currywurst. Nein. Hier, Ja, jetzt wird ja. mir das direkt in den Schuh geschoben, ne? Jetzt mal eine Frage auch an euch da draußen, die mich alle noch nie irgendwo besucht haben. Weißt du, alle wollen es ja irgendwann mal machen. Diese Currywurst wird extra für mich hergestellt, von meinem Hausfleisch. Ach, ernsthaft? Also die kannst du wirklich so nicht kaufen. Die gibt es nur bei Redo tatsächlich. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wirklich ganz klar ein Urteil haben über 2 Sachen. Die Wurst und natürlich meine leckere Currysoße. Erzählt mir mal. Also ich muss dir ehrlich sagen, Wurst schmeckt lecker. Was ich aber finde, ich wirklich das krass macht. Und ich esse mittlerweile schon viele Soßen, Dips, probier die. Ja. Ich finde die Soße wirklich krass. Ja. Sie können für mich persönlich sogar noch ein bisschen schärfer sein, weil ich sehr gerne scharf esse. Ja, Ne? das machen wir ja nicht, weißt du, weil wie gesagt, wir haben ja auch Kinder und wie gesagt, und ich sage mal, weißt du, wenn jemand natürlich am Ende des Tages sagen will, er will noch ein bisschen Chili oder sonst was, dann kann das sich jemand nachwürzen. Aber vielen Ich sag ja Dank nur, erstmal für ich finde es für das sehr Feedback. Das ist so krass. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Boah, ich muss sagen, mein Magen macht sich auf jeden Fall schon bemerkbar. Mama ist es nicht gewohnt. Mama hat Angst, dass ich das Geld verliere.
Ich gebe mein Kenn ich Bestes. sonst nur von meiner Mama. Ja, es ist schon echt anstrengend. Also der Magen merkt sich das auf jeden Fall schon. Und ich habe hier noch nicht so viel gegessen. Also er hat schon wirklich ordentlich mehr. Puh. Ich sag ja, das ist so, vielleicht am Anfang bin ich gar nicht der schnelle Esser, das ist auch, wenn ich immer sage, so mit amerikanischen Wettessern kann ich wahrscheinlich gar nicht mithalten, weil ich nicht so schnell esse. Aber ich genieße und esse so immer im gleichen Tempo, ne? Weil es schmeckt mir einfach. Ja. Deswegen gehe ich... Wirklich Wahnsinn. Man merkt auch bei Big M, dass er noch so Pommes nebenbei snackt. Mit Soße. Ja, ja, Das ist wirklich, so ein ich bin- Genießer. Das ist Krass. das finde ich auch sehr, sehr krass. Ne? Ja, das ist wirklich krass. Weil das ist ja eigentlich stoppt ja auch noch zusätzlich, muss man dazu Auf jeden sagen. Fall, ja. Aber er macht das ganz entspannt und er ist ja auch jetzt schon fast bei der Hälfte. Ne? Also Kann ich vielleicht ein bisschen Sprudelwasser haben? Sprudelwasser, weil stilles Wasser ist es nicht. Ist bei mir tatsächlich auch so. Ich brauche Sprudelwasser, damit ich mal vielleicht rülpsen kann. Da brauchen alle unter. Also ich sag ehrlich, Pause? ein bisschen hier, aber ich muss eine Pause machen. Mach mal. Boah. Wir machen eine Pause. Wir haben ja jetzt auch, ich sag mal, schon 24 Minuten. Du bist schon 24 Minuten dabei, was? Das geht ja schnell. Das geht wirklich schnell. Ja, verrückt. Ich sag ja. Also wirklich. Deswegen, so 45 Minuten oder 40 wäre vielleicht schon viel zu stressig gewesen. Deswegen die 60 Minuten Deadline, Ja. die ist schon in Ordnung. Aber was für ein Mammutteil, ne? Also ich kann verstehen, dass einige die 600 dann nicht schaffen, ne? Ja, also, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 2 Kilo schaffe. Beißen, los, ihr schafft das. Ja. Wir geben unser Bestes, ne? Und 2 Kilo ist quasi der aktuelle, beziehungsweise 2 Meter ist der aktuelle Rekord. Und ne, wenn wir beide, ich sag mal, jetzt wirklich 8 Meter bzw. jeder 4 Meter schaffen, dann hätten wir beide einen Rekord. Ne? Und er würde bei den, ich sag mal, 4 Metern definitiv die 500 € mitnehmen von hier. Ne? Weil Redo hat 300 € in den Pool reingeschmissen, die dann auch für die Zukunft wieder reinkommen in den Pool. Sollte das nicht schaffen. Und wir haben ja von letztem Mal noch die 100 € Bargeld plus die 100 € Grillgotts-Gutschein. Also der Pool würde sich auf jeden Fall füllen. Das ist auch wirklich ein Bild für die Götter hier, ne? Also irgendwie so viel Essen habe ich noch nie auf einem Teller gesehen. Ungefähr 1 Kilo, also wenn man das jetzt hier nimmt, hier sind so 2 Kilo, ja schon. aber da merkt man, wie schwer das ist. Ne? Ey, das liegt so im Weil Magen. jetzt wird das erste Mal mir klar, wie krass eigentlich Big M ist. Ja, ja. So viel würde ich vielleicht auch schaffen, vielleicht sogar noch weniger als Ja. du. Der isst doch einfach weiter, ne? Der isst hier, also ich sitze hier, ich muss hier gerade wirklich kämpfen und der nächste. Wirklich geisteskrank. Also, Geil, aber ey. Das schmeckt aber auch sehr lecker. Aber es ist sehr viel. Also, das ist wirklich eine Challenge. Also, hätte ich nicht gedacht. Es ist auch immer wie, jedes Mal sage ich das immer wieder. Bei jeder Herausforderung ist neu. Nur weil man einmal das gemacht hat, ist ein riesen Unterschied. Ne? Also, es ist ein Unterschied, ob du, ich sag mal, 4 Kilo Salat, 4 Kilo Pasta oder 4 Kilo Currywurst oder so Ja. isst. Ne? Also, ist ein riesen Unterschied. Ja. Aber ihr dürft doch, also es ist doch schon extrem viel weg, ne? Es ist jetzt auch schon, also wenn man das ja einmal hier sieht bei mir, da ist wirklich, kannst ja nicht vergleichen. Probier hier die Moderation zu übernehmen, damit der Mann essen kann. Aber man muss sagen, es schmeckt. Also kann ich empfehlen, die Leute, wenn ihr Bock habt, kommt hier vorbei, kann man auf jeden Fall gut essen. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ey, sag mal, du bist ja nicht fertig. Dieser Mann, ne? Er wollte- das ist er wollte- unmöglich. Ey, sag mal, Er kommt hinten raus. Ja, ja, total. 8 Minuten noch. Ja. Schaffst du das in 8 Minuten? Gegen ihn ja, glaube ich, auf jeden Fall. Aber die Ganzstaffel wird schwierig, weil das ist schon echt jetzt wird schwieriger mit dem Kauen. Wie damals mit der Kaiserplatte. Wirklich jetzt, ja? Also jetzt merkst du schon, Also vom Kauen ja auf jeden Fall, ja. Aber das ist wirklich verrückt. Guck mal, wie viel ich geschafft habe, guck mal, wer der ist. aber jetzt echt schade, ne? Also wenn du jetzt, also jetzt wäre schon schön in der Stunde jetzt hier. Ja, immer schlimm. feuer ihn an. Ja, 7 Minuten noch. Leute, feuert die mal alle an, dass ihr jetzt guckt mal alle rein. Dass Du schaffst das. Chat. Einmal Weißt du alle noch? Auf geht's. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das alles in seinen Magen rein ist. Mein Magen ist voll. So, und ich bin 1,93 groß. Im Endeffekt war die Regel ja, dass wir beide gegeneinander machen und einfach nur 60 Minuten, damit es nicht zu lange wird. Aber ob es jetzt 5 Minuten länger sind und du das dann auf isst, macht ja jetzt auch den Braten nicht mehr dick, ne? Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Was sagt der Chat so?
Sagen alle ja, ne? Ja, Daumen hoch. Da brauchst du die Leute 15 gar nicht fragen. Minuten wird dir gesagt. Die Frage ist ja, komplett ja. überflüssig. Ja, die wollen sehen, die Leute. Ah ja. Also wie gesagt, ich finde das auch geil. Ja? Ja, wer fände es nicht geil? Ich würde es auch geil finden, wenn ich studieren würde. Also Leute, ich würde euch auch empfehlen, diese Dip hier ist so lecker. ne? Ich finde diesen Dip so... vor Also allem ich habe gar keinen Hunger mehr und von der Currywurst wirklich kann ich mehr. Aber die Pommes mit dem Dip, wow. Ich dippe auch die ganze Zeit immer rein. Also der hier und dieser Kräuter. Wirklich geil. Immer so krass. Oh, jetzt, siehst du. Die Stunde ist um, ne? Damit sage ich mal, Ich habe mich verabschiedet. brauchen wir vielleicht jetzt nicht messen im Endeffekt, wer jetzt wie viel geschafft hat. Ja. Sondern ich glaube, ich hab gerade so das geschafft. Aber trotzdem danke ich dir erstmal dafür, dass du mitgemacht hast. Und Gerne, gegessen hast. gerne, Aber Geiler Typ, Alter. Mein Bestes gegeben. G. So, was mich jetzt natürlich also was ich jetzt versuchen werde, Aber ich würde trotzdem Folgendes machen, weißt du? Du hast dich wirklich wacker geschlagen und so, weißt du? Also trotz alledem, bei mir gibt es wirklich Trostpreise. Und ich gehe jetzt mal schnell ans Auto. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas Geiles für dich finde. Weißt du? Das hole ich dir jetzt, weißt du, weil du tapfer warst. Doch, das ich danke dir. Ich danke dir. Weil Ey. Trostpreise, weißt du, weil du warst tapfer. Boah, Weißt mein du? Bestes Nicht, dass du gegeben. ganz leer ausgehst. Also ich Hammer. guck mal mein Auto, was ich da so Schönes habe. Boah, geil. ja, was machst du denn hier? Der größte Mann Deutschlands. Was machst du hier? Guck mal, der größte Mann Deutschlands. Ja, Yannick ist auch da. Wie groß bist du? 25. Yannick, jetzt muss man wenigstens Hallo in die Kamera sagen. Schaut mal wer spontan vorbei. Also heute ist hier Influencer-Treffen, muss ich sagen. Welches Auto hast du getestet heute? Hä? Der ist ja auch auf TikTok aktiv. Der testet immer Autos und so mit seiner Größe. wirklich? Ja, Leute, das ist der Wahnsinn. Ich bin ja gewohnt, dass immer viele Zuschauer kommen nach und nach, aber also anscheinend machen wir demnächst hier in Berlin ein kleines Influencer-Treff. Vor allem, ich weiß von noch ein, zwei, die eigentlich noch vorbeikommen wollen, vielleicht auch noch später. Also mal schauen, was das heute noch wird. Währenddessen esse ich mal eben hier 4 Meter Currywurst in den letzten Zügen. Aber du könntest auf jeden Fall so sagen, also gut, okay, also mit 4 Metern bist du jetzt mal gestartet und so, aber wir können das auf jeden Fall nochmal so machen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal so 5 Meter, so 5 Meter. Also wenn den Rekord hier mal einer einstellt, 4 Meter, und den Ja. kommt, dann würde ich es versuchen. Okay, also erst, wir suchen eine Herausforderer tatsächlich. Ja. Wer schafft 4 Meter Currywurst? Jetzt ist wieder Batista aufgerufen. Batista diesmal ohne Pommes. Ja, also, ja, Batista, komm mal wieder zurück hier an unseren Platz Redo XXL, weißt du, und wenn du denn die 4 Meter schaffst, weißt du, dann kommt wieder Mr. Big M um die Ecke und der macht 5 Meter. Applaus für Big M. So. Das ist eine krasse Leistung. Ja! Wirklich krass. Currywurst. Also, Krass, ey. dann sage ich auch hier nochmal, danke an dir, Gerne. danke an dich René für die tolle Currywurst. Ja, wirklich danke. Vielen Ah, lieben geil. Dank, dass ihr wieder bei mir wart und Leute, 4 Meter richtig geil. Currywurst ist damit geschafft und die merke ich. Und ich würde tatsächlich jetzt das, was ich letztes Mal von dir bekommen hätte, aber nicht mehr wahrnehmen konnte, diesmal wahrnehmen, Ja. und zwar ein Dessert. okay. Also da würdest du jetzt nochmal so ein XXL Eisbecher essen? Wie gesagt, war mega, mega lecker. Kann man nicht anders sagen. Hat super geschmeckt. 4 Meter ist Rekord. Ihr habt jetzt gehört. Ich sag mal, wenn es jetzt wirklich mal einer schafft, das einzustellen, dann würde ich es vielleicht noch mal versuchen, auch nochmal zu toppen. Ne? Aber das ist jetzt erstmal die Challenge, die Rede ausspricht. Für dich heißt es leider, ich sag mal, außer ein Trostpreis vielleicht von René, dass du ohne die 500 € nach Hause gehst. So ist es halt. Für euch heißt das Ganze, dass der Nächste, der jetzt hier quasi antritt und die Möglichkeit hat, ja, 500 € zu gewinnen in Form von einem 300 € Redo XXL-Gutschein plus den 100 € Grillgolds und 100 € Bargeld, was aktuell im Topf ist. Damit wird der Topf und das Preispool auf 500 € erhöht in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wo die nächste Folge stattfindet, Ja. mit wem und ja, wie das Ganze so ausgeht. Ne? Also, ich würde sagen, bereiten wir uns vor, aber noch einen kleinen Abschluss, kleines Dessert, was hier nicht fehlen darf. Geil. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Ja, das hier passt immer noch, oder? Geil. Eis geht immer. So, guck mal hier. Was ist das denn? Was hast du denn da zelebriert? Naja, ich habe ja mal so einen ganz kleinen XXL Eisbecher im Maßkrug gemacht. Vor kurzem wurde ja der Kloß in der Soße versenkt, ja. Das ging ja auch viral. Jetzt machen wir mal sowas hier. Ach René, womit hast du das denn alles gemacht? Was ist da drin? Was ist da alles drin? Ja, ich habe schönes Redo Gelato Eis, weißt du, mit ein paar bunten Mango hier. Smarties und ein bisschen Schönheit. Schoko. Boah, geil. Zuckerarm heute. Ist sugar-free, meine Lieben. Sugar-free. Während Jannik im Hintergrund jetzt die Currywurst noch verdrückt,
probieren wir beide jetzt mal das Eis. Ich bin mal Ich gespannt. habe auch wirklich echt, das sieht so lecker aus, ne? Ich bin froh, dass noch genug Leute hier sind, die gleich ein bisschen mit uns hier was essen können. Aber das sieht wirklich lecker aus. Ja. Oh, Geil. geil. Boah. Weißt du, was ich jetzt schon liebe? Ich liebe gefrorene Sahne, ne? Diese Stücke. Habe ich jetzt schon direkt als allererstes gehabt. Geil. Boah, René, kein Scheiß, das schmeckt richtig gut. Danke dir. Einmal, das meine ich wirklich ernst. Also, letztes Mal durfte ich ja nicht in den Genuss kommen. Ja. Jetzt ja. Ich muss dir sagen, das haut mich gerade weg. Ich mache jetzt mittlerweile seit 14 Jahren Eis selber, weißt du, und ich habe mich wirklich verschiedenartig schulen lassen, weißt du, bin viel nach Italien gereist, weißt du, habe viele Messen besucht und habe wirklich immer so ein bisschen an den Rezepturen so weit rumgedoktert und bin jetzt wirklich so, wo ich sage, gut, okay, das ist jetzt das Redo Gelato, unser Eis ist ein Liebesbeweis. Also weißt du? ich muss, das meine ich wirklich ernst, ne? Und Leute, ich meine, also da würde ich jetzt keinen Scheiß erzählen. Er schmeckt wirklich gut. Sehr, sehr lecker. So, also Leute, nicht nur Schnitzel und Currywurst, sondern auch lecker Eis, ne? Boah. Boah, das ist so lecker. Ich Geh mal runter und nimm den Mango dazu. Ja, ich bin ein großer Mango-Eis-Fan, ne? Ja, Mango ist richtig geil. Von da ganz unten jetzt. Es kommt wirklich ran an das beste Eis, was ich bis jetzt gegessen habe. Kein Scheiß, ich hab Und das mit hat dem mein bester Gedanken Freund gespielt. gemacht. Aber du musst mal eine Eis-Challenge machen, bis du so Gefrierfrost bekommst im Kopf, weißt du? Wie viel Kilo Eis kannst du da so wegdrücken? Also kein Scheiß, ne? Ohne Witz. Wir müssen hier wirklich mal, wenn die Leute Bock drauf haben, hier eine Eis-Challenge machen. Weil wenn das wirklich so, also ich habe probiert das jetzt gerade das erste Mal bei dir. Ja. Also da würde ich mich tatsächlich drauf freuen. Auch wenn ich es am Ende vielleicht nicht mehr sage. Aber weil es so gut schmeckt. Ja, was schätzt du, wie viel Kuchen du so wegschaffen würdest? Wäre mal interessant, ich habe keine Ahnung. Eis wäre ja mal wieder eine ganz andere Herausforderung. Ja. Einmal vom Gehirnfrost her plus halt von der Masse. Und das Schöne ist ganz einfach mal, weißt du, ich würde dir ein schönes Wintereis machen. Weißt du? Also, erstmal Trostpreis, ja, 20, 40, 50 Redos. Geil. Überall einlösbar in allen meinen Restaurants oder für Rieseneis. Ja. Danke und dann dir. hier nochmal, ich sehe, du hast keine Uhr und so. Hier nochmal eine kleine Uhr tatsächlich. Ja. Geil, ey. Weißt du? So als Trostpreis, weil du dich so weggeschlagen hast. Ja. Danke dir, wirklich. TIG. Hey, Das ist danke. Geil. TIG. TIG. Geil. Danke. Ich danke dir, mein Lieber. Also, damit haben wir auch unseren Stempel bei Redo XXL nachgeholt, nach der doppelten Kaiserplatte. Ich danke dir. Ja. Ja. Und damit würde ich sagen, war es eine geile Folge, jetzt wo wir zu dritt nochmal zusammen sind. Ich danke euch für ein geiles Essen, für eine geile Challenge. Hat Du Spaß jetzt gemacht. nochmal mit einer schönen Uhr und 50 Redo. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Challenge, weil es macht immer wahnsinnig mit dir Spaß, weil ich auch immer so beeindruckt bin, weißt du, mit welcher Gelassenheit und mit welcher Ruhe. Also es macht einfach Spaß, weißt du, mit dir was zu drehen. Und ich muss zu dir machen. sagen, ich finde das ja genau andersrum so, weil du bist ja dann derjenige, der hier immer Vollgas und noch mehr, Immer noch mehr. Vollgas. Und das feiere ich ja dann auch in dem Sinne. Deswegen, Ja. also, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was für, ich sag mal, Challenge ihr euch nächstes wünscht. Ich glaube, die Eis-Challenge hier mit dem Dessert ist schon prädestiniert dafür. Ja, ich glaube auch, das wird geil. Und dann, ja, René, danke dir, danke an das ganze Team. Ja, ich hab zu danken. Danke dir, ne, Niklas. Gerne. Und an deine Mom als Gewinnerin. Wie gesagt, ihr könnt jetzt auch wieder beim nächsten Mal dabei sein. Ne, Beat Big M, zweite Folge war erfolgreich, Preisbuch wird erholt. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Potsdam vom Redo XXL von uns dreien. Ciao, ciao. TIG.